Willkommen zu diesem Video und wir möchten euch hier mal einen aktuellen Stand aus dem Studio geben. Das wäre die Musikerschule in Hollywood. Hannes, erstmal die allererste Frage. Wieso haben wir beide ein bisschen zugenommen die letzten Tage? Direkt unter uns ist eine ziemlich geile Eisdiele. Genau. Und ich finde, es lässt sich sehr gut hier leben in der Sonne mit Eis. 1 bis 2 Tage pro Eis sind einfach das, was man haben sollte als Musiker. Ja, da kommen wir aber eigentlich auch schon direkt zu einem ganz entscheidenden Punkt. Also wir werden so ein bisschen jetzt auf Technik eingehen hier, aber auch auf ganz andere wichtige Sachen. Und zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir über Eisessen gehen sprechen oder überhaupt bei Musikproduktion. Ja, entspannte Atmosphäre, Ja, genau. Inspiration. Natürlich. Und was man eben braucht, um cool Musik machen zu können. Ja, ich habe zum Beispiel bei Herbert Grönemeyer, als er dieses Album aufgenommen hat, Mensch und dieser Weg und sowas, dass die das wohl auch in irgendeinem Wohnzimmer haben, die den Gesang aufgenommen, aber Hauptsache das abends gemacht. Ich glaube sogar mit einem Blick nach draußen, Kerzen aufgestellt und irgendwie um so eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, einfach weil die gesagt haben, okay, das ist viel, viel wichtiger, als dass wir uns irgendwelche Frequenzen ausrechnen aus dem Raum. Definitiv. Ja, okay, aber pass auf, bleiben wir erstmal, also wir kommen gleich noch so ein bisschen zur Atmosphäre und was wir hier so machen und was wir überhaupt konkret planen in diesem Studio umzusetzen oder was wir auch schon gemacht haben. Ihr habt auch schon ein bisschen was gesehen. Aber ihr habt auch gesehen, dass wir uns ein paar Studios angeschaut haben. Das war fett. Genau, das ist jetzt quasi mal so ein bisschen Theorie. Am besten erzählst du mal ein bisschen, du bist der Akustik-Fachmann. Wir haben uns in den Studios natürlich die Studioräume angeguckt, abgesehen jetzt auch mal von dem Equipment, die haben da alte Mischpulte, geiles altes Equipment. Warum sage ich alt? Ne? Weil das sehr gut klingende Geräte sind, die man schon seit Jahrzehnten benutzt und das ist das, was man mit den digitalen Plugins heutzutage versucht zu simulieren und das haben die eben hier in diesen geilen Studios auch am Start, da gibt es nicht mehr so viele auf der Welt von und ja, wir haben uns auch die Räume angeguckt, um zu gucken, wie klingen diese Räume, in denen man dann aufnimmt. Ne? Wir haben das schon ein paar Mal jetzt angesprochen in ein paar Videos, dass jeder Raum anders klingt. Wenn du hier drin singst oder Klavier spielst oder Gitarre spielst, klingt das anders als im Badezimmer. Im Badezimmer oder eben wieder dann in diesen Studioräumen. Und da gibt es sehr große Räume teilweise, die dann sehr hallig klingen und sehr groß klingen. Das hast du dann das Gefühl, du stehst in einem Riesenraum, als würdest du in einer Kirche oder sonst wo stehen. Und die haben aber auch ganz kleine Räume, in denen man dann Gesang aufnimmt, der dann eben nicht sehr hallig klingen soll in der Regel. Und das ist einfach sehr spannend in diesen Studios zu sehen, wie viele unterschiedliche Sounds man kreieren kann, nur durch einen Raum. Und wir haben ja hier auch schon ein bisschen experimentiert. Also genau, vielleicht da erstmal ein kleiner Blick. Also wir haben ein bisschen experimentiert, was ihr hinten seht. Die schwarze Wand. Was ist das eigentlich? Das ist ein Schaumstoff, der dafür sorgt, dass der Raum hier eben nicht mehr ganz so hallig klingt und ein bisschen kontrollierter. Klang. Also es ist noch ein bisschen, wahrscheinlich hört ihr es nicht so genau, es ist noch so ein bisschen metallisch. Ja, es ist halt so, dass der Schall, wenn du klatschst, wenn du singst, wenn du Gitarre spielst, Klavier spielst, wird hier gerade in so einem rechteckigen Raum, wird reflektieren, die Schallwellen fliegen hier durch den Raum. Klatsch mal. Pass auf, jetzt in Zeitlupe, richtig Zeitlupe, es geht wirklich im Bruchteil von Sekunden, was passiert ist. Hannes hat geklatscht, das ist die Tonquelle, auch wenn wir sprechen, egal, jedes Geräusch, was Sie hören. Da fliegen Wellen durch die Gegend und die fliegen hier durch die Gegend. Die gehen da gegen die Wand, weil die Wand genau, weil es hier so quadratisch ist, was der Hannes gerade meinte, kommen sie genau rück, fliegen zu dieser Wand, weil das genau parallel ist, hin und her. Das geht in Bruchteilen von Sekunden und weil diese Wände vor allen Dingen wirklich genau, so wirkt es auf jeden Fall parallel zueinander stehen und dass da sogar so eine kleine Glasoberfläche ist, sehr, sehr glatt. Ja, es reflektiert sehr stark. Genau. So, was aber jetzt hier passiert, in dieser Richtung, das ist nicht mehr so krass. Es fliegt dagegen, es fliegt gegen diese Wand, aber diese Oberfläche, diese Schaumstoffoberfläche, die frisst diese Wellen quasi auf. Ein bisschen mehr auf, ne? Unterschiedliche Materialien reflektieren an. Das Glas reflektiert unglaublich krass oder Kacheln, kennt ihr im Badezimmer, da klingt es häufig sehr hallig, wenn ihr da mal singt oder so. Deswegen gibt es dieses Singen unter der Dusche übrigens. Da hat man nämlich immer das Gefühl, das klingt irgendwie so groß, weil sich das häufig dann so reflektiert. Ne? Diese typischen Duschen. Ja, in gewisser Weise
verschwindet die Stimme dort ein bisschen im Raum. Genau. In diesem, ne? Es klingt sehr indirekt, so ein bisschen hallig und Ja, das genau. ist in Wohnungen oder in Bürogebäuden ist das eben häufig so, dass das dann sehr unangenehm klingt durch diese Reflexion. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass viele Leute, die von sich aus so von ihrer Stimme nicht so überzeugt sind, gerne unter der Dusche singen. Erstens hört man da die Dusche mehr und nicht mehr den Gesang mehr, weil die Dusche auch Lautstärke abgibt. Aber vor allen Dingen wirklich ist die Stimme selbst verschwindet ein bisschen im Raum, wird leiser, weil der Hall lauter wird und dadurch hört man vielleicht auch Fehler nicht mehr so deutlich. Und im Umkehrschluss, wenn jemand durch ein Mikrofon singt und das Mikrofon ist direkt vor dem Mund und zwischen Stimme und dem Mikrofon ist kein Raum, nämlich die Schallwellen gehen direkt ins Mikrofon rein. Sie gehen zwar auch dran vorbei und die kommen zurück, das spielt auch eine Rolle, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber die Schallwellen gehen direkt ins Mikrofon und dadurch klingt die Stimme, wenn man sie dann über Lautsprecher laut hört, also erstmal ganz anders, als man sie selbst hört, durch die ganzen Resonanzräume im Kopf, aber sie klingt auch nochmal einfach viel echter, also viel direkter, auch viel direkter, als es überhaupt ein Mensch je hören würde, kann man eigentlich sagen. Jetzt, wenn wir auch sprechen, hörst du ja meine Stimme nicht nur direkt, sondern die kommt von überall. Von überall kommt sie in Hannes Ohren rein. Genau, und ein Mikrofon ist natürlich so aufgebaut, da kommt schon immer auch ein bisschen Umgebungsreflexion rein. Deswegen ist es gerade bei Gesangsaufnahmen, wenn die so ganz direkt klingen sollen, extra so, dass man in so ganz kleinen Räumen aufnimmt, die ganz viel von diesem Dämmmaterial da haben, damit da möglichst kein Hall drin ist und damit man ein ganz trockenes, kompaktes, dadurch wirkt die Stimme sehr präsent und sehr druckvoll, um das jetzt mal hier so simpel auf... Und sehr trocken, ohne Reflexion, ja, ne? Genau. Aber was macht man dann? Ja, bleibt die so trocken? Entweder, das ist eben das, wo man sich dann nachher häufig für entscheidet, dann bei einer Stimme. Tut man vielleicht noch im Nachhinein einen Effekt darauf, sei es jetzt mit dem Computer digital, es gibt aber auch so alte Effektgeräte, die das simulieren können und man fügt es künstlich hin. Und letztendlich wird nichts anderes gemacht als ein Raum wie dieser hier zum Beispiel oder irgendein anderer, also im Idealfall natürlich ein Raum, der schön klingt, der wird dazu gemischt. Genau. Als Effekt quasi, ne? Genau, das kann man Hall, machen. Echo, das ist nichts anderes als ein Raum, kann man sagen, ne? Genau, das kann man machen. Es gibt aber eben auch in diesen Studios dann große Räume, die extra dafür da sind, um diesen ganz speziellen Sound, den dieser Raum dann hat, der ist vermessen von Ingenieuren, die da sich Mühe gegeben haben, den entsprechend so mit bestimmten Wänden zu versehen und den irgendwie auch absichtlich schräg oder ne, dass das ein dreieckiger Raum ist von mir aus, dass der so konstruiert ist, dass es einen besonders coolen Klang hat. Und deswegen sind diese Studios so interessant, da hinzugehen, wirklich mal in die Hände zu klatschen. Wir haben da so blöd gestanden und da so in die Hände geklatscht und gecheckt, wie klingt das hier, wie kommt der Schall zurück. Man kann eigentlich sagen, das ist quasi die aufwendigere Variante, aber definitiv auch eine, so für Musiker definitiv sehr interessante Variante. Also das Einfache ist quasi einen Raum möglichst schalltot zu machen, möglichst viel, guck mal, von diesem Schaumstoff, den wir hinten, wir können jetzt den ganzen Raum hier mit vollknallen und alles zusammen machen, Mikrofon da rein, daran einsingen und anschließend Raum dazu mischen. Also das ist für Gesang auch sinnvoll, kann definitiv sinnvoll sein, aber diese großen, teuren, aufwendigen Studios, die vermessen sind, da geht man in den Raum rein und der klingt einfach wunderschön. Wenn man da drin ist, ist es ein ganz anderes Wohlfühlen, oder? Ja, es ist, man kann das ja theoretisch erklären, da werden bestimmte Frequenzen eben übertragen von den Wänden, die sich für das menschliche Ohr angenehm anhören. Und es ist so, genau, es ist so toll gemacht. Ich finde, es gibt ja sogar Büros, glaube ich, wo es akustisch optimiert wird, dass damit sich die Leute, die dort arbeiten, gehen. einfach ständig kaputt gehen, auch sich wohlfühlen, denke ich auch. Ne? Definitiv. Also das ist, sollte man auch nicht unterschätzen. Ne? Vielleicht kennt das der eine oder andere auch, dass er gestresst von der Arbeit kommt, die Stimme so kratzt oder... Ja, deswegen, genau. Das kann sehr interessant sein. Achtet da mal so im Alltag drauf, wenn ihr irgendwo euch unterhaltet. Manchmal denkt man so, boah, ist das anstrengend hier. Also, Akustik ist definitiv, würde ich sagen, einer der Phänomene, mit denen jeder Mensch konfrontiert ist, aber die am wenigsten bewusst sind eigentlich. Ja. Und trotzdem, ich denke, sehr viel Auswirkungen insgesamt auf, ich würde sogar sagen, sehr viel Auswirkungen so auf das Wohlbefinden der Menschen haben. Auf jeden Fall. Ja, also... Bin ich auch der festen Überzeugung. Und deswegen ist es gerade, und nämlich als Musiker arbeiten wir, und das ist eigentlich so die Kernaussage dieses Themas jetzt, als Musiker wollen wir etwas kreieren, was den Menschen gut tut, unterm Strich.
Und über Akustik, über Sound, über Ton, über diese Klangwellen. Letztendlich, was aus dem Lautsprecher rauskommt, die fertige Musik, sind nichts anderes wieder als diese Wellen. Es spielt sogar eine Rolle, wo die Musik abgespielt wird. Deswegen spielt es auch eine Rolle, wie wir schon mal in einem Thema hatten, wo euer Instrument im Raum steht. Steht es direkt an der Wand, wenn es ein Klavier ist, steht es weiter im Raum drin, gehen die Lautsprecher nach unten raus, schließt ihr welche an, die zu euch direkt schallen. Plötzlich klingt das Piano ganz anders. Genau wie bei der Gitarre. In welchem Raum spielt ihr die? Wie klingt dieser Raum? Gerade bei einer akustischen Gitarre kann das... Ja, total krass. Wenn ich mich in die Ecke setze und so in die Ecke spiele, klingt die ganz anders, als wenn ich hier im Raum sitze. Ja, und letztendlich, wenn wir als Musiker ja schöne Musik kreieren wollen, ist es einfach ganz, ganz wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Was bringt es nämlich, geile Musik zu machen, schön zu spielen, schönes Instrument zu haben, wenn der Raum einfach nicht gut klingt oder nicht gut übertragen werden kann, vermittelt werden und kann. Ne? Bei einer Aufnahme ist das für den Musiker halt auch wichtig, selbst wenn der Zuhörer vielleicht gar nicht so unterscheiden kann, wie hallig oder wie gut klingt dieser Raum jetzt. Das Spielgefühl für den Musiker ist einfach total geil und das schlägt sich dann so in dem Spiel vom Musiker wieder. Ja. Und der hat mehr Spaß, fühlt sich irgendwie cooler. Genau, macht und mehr Spaß. Dann wird die Aufnahme auch cooler und damit hat der Zuhörer auch wieder mehr Spaß. Okay, und damit kommen wir zu dem zweiten Video, Wohlfühlen. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Wir haben jetzt hier ziemlich viel gequatscht. Es gibt im nächsten Teil machen wir weiter. Also wir nehmen jetzt sofort noch den zweiten Teil auf über weitere Sachen. Wir gehen auch in ganz andere Bereiche. Das war jetzt gerade sehr theoretisch und akustisch. Und da machen wir im weiteren Video weiter. Das verlinken wir euch hier. Irgendwo ist es eingeblendet. Ja, und sonst in der Videobeschreibung auch. Und genau. Wir finden es auch immer cool, wenn ihr dann in die Kommentare schreibt, wie ihr das hier findet. Wir freuen euch auf eure Kommentare. Und ob ihr irgendwas hier versteht und auch genauer im Detail wissen wollt. Genau, wenn ihr Fragen habt, schießt los. Vielen Dank, bis zum zweiten Teil gleich. Ciao. Ciao.